ich bin's wieder, euer Marc, und heute starten wir mit Let's Play Part 15 von Chronicle. Letztes Mal haben wir ja die, die Himara-Marke bekommen, ebenfalls die Wandeltruhe, und jetzt müssen wir von einem Himara dies und den Sonnentor holen, damit wir die Rafflesia-Pflanze wachsen lassen können. Samen haben wir aus dem auch noch erhalten von Chronicle. Warum müssen wir die Pflanze blühen lassen? Antwort: um den Regenbogenschmetterling anzulocken. Gut. Eins will ich noch sagen, warum ich jetzt so früh mache schon. Warum ich schon so früh mache den Part. Aus dem Grund, falsche Richtung. Aus den Richtung, weil mir, also ich krieg sozusagen Besuch und dadurch habe ich dann den ganzen Tag keine Zeit, ein Video zu machen, deswegen mache ich es jetzt da. Wundert euch nicht, ich bin erst vor kurzem aufgestanden. Ich bin noch ein ganz kleines bisschen, sagen wir noch, in der... Ihr könnt eh sehen, dass ich vielleicht noch ein bisschen müde Augen habe, vielleicht auch nicht. Erstes Level. Also wundert euch nicht, dass ich vielleicht hin und wieder gähnen muss. Aber ich sorge dafür, dass ich sie unterdrücke. Und ich hoffe, ihr seid deswegen nicht so sauer, dass ich hin und wieder gähne. Die Karte, glaube ich, war schon mal gewesen. Ich muss zu Monika wechseln. Verdammt, ich habe vergessen, meine Monster zu verwandeln. Wow. Wie dumm ist der Himara? Ich habe mich vor seinem Auge, er hatte nur ein Auge, verwandelt und denkt schon, ich bin einer von ihnen. I've been getting a lot of sun drops lately. Got so many they're coming out my ears. Take some from me, would ya? Here. Sonnentor halten, das ging schnell. Weg mit dir. Also wie gesagt, dass ich ein Sonnentor erhalten habe, das ging jetzt wirklich schnell. Ich werde mal alle Gegner auch erledigen gleich. Da stärke ich etwas und sammle auch gleichzeitig etwas. Den Weg gehe ich dann später. Da wäre jetzt schon das Ziel. Aber das ging jetzt wirklich schnell. Mit dem Menschenfressergras kann ich auch hin und wieder reden. Komm schon. Weg mit dir, du blöder Menschenfressergras. Wie ein Grashalm siehst du noch nicht einmal aus. Naja. Was haben wir da drin? Ein W-Last. Gut, damit können wir mal... Das heißt, hier muss irgendwo sozusagen ein Spinnernetz geben. Armband, Reparaturprüfer halten. Gut.
was finden wir hier Schönes? Jede Menge Gegner. Wieso so viele Gegner? Ernsthaft. Habe ich den Zustand verklebt? Ich muss nicht, dass das den Zustand schon gibt. Fuck. Ihr nervt's. Na super, ich habe eh Gott sei Dank Seife. Es sei denn, der Zustand verschwindet eh von alleine. Als erstes brauche ich ja mal ein Gegengift. Und jetzt brauche ich die Seife. Also Kleber, den Zustand Kleber halt es. Es gibt auch ein Amulett, was Kleber verhindert. Ebenfalls was Fluch verhindert, was Vergiftung verhindert. Das ist jetzt gerade kaputt gegangen. Das ist der Nachteil, es kann kaputt gehen nach ein paar Benutzungen. Skelette können hin und wieder aufstehen, aber nur einmal. Also einmal können sie wiederbelebt werden. Wir drehen einen Punkt. Der steht nicht mehr. Und der auch nicht. Dann heilen wir uns einmal kurz. Ich finde, der Level geht jetzt irgendwie etwas schnell. Höchstwahrscheinlich, weil die Gegner einfach sind. Oder findet ihr ja nicht, dass es etwas schneller geht als sonst? Nein, sein Gegner nimmt ja auch nur 2 Punkte weg. Eine leere Truhe, immer was Feines, immer was Feines. So viele Gegner. Ja, das sind viele Gegner. Ach so, ich dachte, ich habe einen Menschenfresser-Gras gesehen. Ist doch einer da drüben, aber... Rot gefunden. Redboard-Energie gefunden, das ist immer gut. Ich brauche aber langsam Waffenreparaturpulver. Gedrückt halten. Du blöder Menschenfresser-Gras. Ernsthaft. Lass die Scherze. Und da müsste jetzt der Zauberkristall sein, nicht? Hallo, alles klar, Kumpel? Zeit für Klongeschenke, welches willst du? Ja, das. Verdammt. Ich hab da noch ein paar Sachen drinnen, welche. Wir lassen wieder den Würfelbecher, so wie die letzten paar Male entscheiden. Ach, die Figur gehe ich dabei dahin. Ich frage mich, warum ich das so da reingegeben habe. Gut. Die Kamera gebe ich wieder kurz darunter. So. Wie gesagt, ist nicht gezinkt. 1 bis 3 ist gelb, 4 bis 6 ist rot. Gut, wir entscheiden uns für das Gelbe. Fliegt mal gleich die Kamera runter. Sorry. Also wie gesagt, das Gelbe. Very good. Here you are. Mein Würfel habe ich immer Glück, fällt mir auf.
Weil bis jetzt da habe ich nur einmal einen Blödsinn bekommen. Wie gesagt, ich will jetzt dann nicht so großartig fluchen. Wie gesagt, dieses Spiel ist auch für etwas jüngere Zuschauer schon gedacht. Ich habe ja ein paar Spiele für jüngere Zuschauer. Zwar nicht viele, aber ein paar. Ich war jetzt überall. Ach so, okay, ich sehe schon die Stelle. Ich dachte, ich war jetzt schon überall. Wäre der Zauberbrunnen, also die Zauberquelle wieder zu benutzen? Kann man den überhaupt wieder benutzen? Ja. Kleiner Tipp, wie man es erkennt, ob man es wieder benutzen kann. Wenn da solche Leuchtkugeln halt sind, solche Glühwürmchen. Da hat er die Energie wieder zurück und kann wieder zum Heilen benutzt werden. Ah, 2 Blitzkristalle erhalten. 3 Jägerkristalle erhalten. Schon wieder eine leere Truhe. Wie oft will mich das Spiel noch reinlegen mit den leeren Truhen? Wo ist der Wedellast? Da. Da es ja noch einer der ersten Level ist, also überhaupt der allererste, gibt es ja noch keine Minen. Zauberkristall erhalten. Gut, der Imara wäre weg. Menschenfressergras schon wieder. Bisher gehen die mir schon auf die Nerven, weil die mich schon so oft vergiften, obwohl ich blocken tue. Ja, mit Erfahrung. Oder auch genannt ANS, ist ja auch egal. Na? Hab unabsichtlich das Blocken ausgelassen, das waren jetzt alle, okay. Aber trotzdem will ich die Truhe noch nicht öffnen. Ohren erhalten. Habe ich die Gegner etwa in einer gewissen Zeit erledigt oder habe ich sie nur, stand da nur mit Monika erledigen? Ich weiß nicht. Okay, einen Kampfschlüssel erhalten. Das brauche ich schon längst nicht mehr. Das ist die eine der schwächsten Waffen, was Max haben kann. Und die Karte. Genau in dem Zeitpunkt, wo ich sie nicht mehr brauche. Tja, dann verlassen wir mal die Gegend. Ah, habe ich außerdem etwas Geld. Ja, gar nicht mal so wenig. Da lang müssen wir. Aber wie gesagt, das will ich nur mal kurz anschauen. Was habe ich jetzt da erfüllt, weil ich habe nicht gelesen, für was ich einen Orden erhalten habe. Es kann nur daran liegen, dass ich das Level alle Monster besiegt habe in einer gewissen Zeit. Gut, die Feensäge benutze ich einmal. Die wäre... Mir fällt gerade ein, ich habe 2 Baselard oder Baselard, ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht. Ich sag mal Baselard. Da ist die Feensäge. Gut. Dann verlassen wir mal kurz das Verlies.
Ah, verdammt, ich wollte ja nachschauen, na egal. Schauen wir halt, dass wir noch den letzten Punkt erreichen können. Mit der goldenen Farbe warte ich noch etwas. Ja. Ich brauche 20 mal starkes Bauholz. Zwar etwas teuer, ich weiß, aber muss ja sein. Ein Haus brauche ich ja noch. Und zwar für Milen. Auch wenn ich den Punkt erst später erfüllen kann. Das ist der einzige Punkt, bei dem ich jetzt, glaube ich, 70% oder 75% abschließen kann. Ich weiß nicht warum, der Wald zieht mich magisch an. Naja, ich muss ja auch gleichzeitig sagen, dieser Kapitel wird heute höchstwahrscheinlich fertig werden. Nächstes Mal sehen wir halt dann den nächsten Kapitel, und zwar Kapitel 3. Ich habe voll vergessen, welchen Kapitel nochmal. Wo ist das Holzhaus? Nein, da. Genau. Das platzieren wir. Wohin genau? Ich würde mal sagen hier. Und wie viele Kulturpunkte? 38. Ich muss schauen, dass ich noch 50 schaffe. Super, da fehlt mein Feuerelement. Da fehlt mein Windelement und 2 starke Bauhölzer. Also ich darf nichts aus Holz nehmen. Da brauche ich immer starkes Bauholz. Genau wie da, oder? Nein, da brauche ich nur ein Erdelement. Ein Topf? Nein. Na super. Wie viel Prozent hat das nochmal hergegeben? Ich glaube 4. Ja, hat doch 4 hergeben. Okay, 1, 2, 3 Häuser kann ich noch einen Kamin geben. 4 Bethaus kann ich keinen Schornstein, noch besser gesagt, hergeben. Ja, Eisenschornstein, da brauche ich 2 Metallstücke und 3 Feuerelemente. Dann habe ich genau mal die 50 erreicht. Drei Feuerelementare, also 3 Feuerelementare, genau. Und 2 Metallstücke, genau. Ich habe jetzt kurz vergessen nochmal, was ich nehmen soll. Mann, heute bin ich etwas vergesslich. Naja, zwar nicht so sehr vergesslich, aber egal. Na, schauen wir mal. Konda, kannst mir ruhig einmal ein paar Georama-Teile gratis geben, meinst du nicht? Metallstücke.
Stand stimmt ja diesen Schweine teuer. Für 180. Verdammt. Ach, das brauche ich gar nicht. Ich brauche noch 110. Den Schlüssel kann ich einmal verkaufen. Und so ein Schwert auch. Ich habe eh 2. Etwas zwar richtig zuordnen, das war's. Falsch. Da gebe ich ein Waldtor hin. Und jetzt ist eh kein Loch, passt. Entschuldigung. Auge juckt etwas. Na? Jetzt geht's. Wenn ich dann die Prozente zusammen habe, ja, reise ich noch einmal schnell in die Zukunft und schaue, dass ich halt noch ein Kapitel abschließen kann. Falscher Knopf. Passt. Hoppla. Na egal. Platzieren. Ich wollte es eigentlich so machen. Eisenschornstein und noch halt bei dem Haus. Jetzt müsste eigentlich 50 stehen. Gut, sehr gut sogar. Sogar Imbiss neu gebaut haben wir geschafft, Waffenladen neu gebaut. Millen habe ich zwar noch, habe ich noch nicht. Ast des ältesten Yuraku neu gebaut, kann ich noch nicht erfüllen. Da würde mir noch etwas fehlen. Schauen wir noch einmal kurz in die Zukunft. Vielleicht sind da noch ein paar Truhen entstanden. Zukunft wurde geändert, passt. Jetzt kann ich eh nichts mehr machen dort, dabei nicht. 100% sieht immer schön aus, das ist ja schon klar. Normalerweise muss ich auch 100% immer zusammenbringen. Aber hier kann ich es halt noch nicht. Einmal schön rundherum umschauen. Immer sehr wichtig. Da ist einmal eine Truhe. Granate halten. Achso, das ist der Yuraku, mit dem ich reden kann. Da war ja keine... oder doch? Na. Sonst sehe ich hier halt gar nichts mehr. So, das die Imbissbude wäre dann die Leiter hoch.
Was hat das Geschäft für mich? Hallo, isst du auch gut? Isst du auch gut? Also, wenn du das nicht tust, wirst du nicht groß und stark. Denk dran, ja? Na boom. Das ist teuer. Aber das nehme ich gerne einmal mit. Das halte ich immer für eine blöde Idee. Eine weiche Banane essen. Reibekuchen, kleiner runder Kartoffelflat. Gut zum Abnehmen. Aha, okay. Wie gesagt, weiche Banane ist immer eine schlechte Idee. Weil wenn man es isst, hat man automatisch den Zustand durstig. Und das ist schon ein bisschen ein Nachteil. Gut. Ich habe einen Granat erhalten. So stand es halt drauf. Die Kugel gebe ich hier hin. Wie sieht hier der... Weil der meint... Ah, da! Granat. Also von so einem Edelstein habe ich noch nie was gehört. Ich habe jetzt da eher an einen Granatapfel gedacht. Ein roter Edelstein hält Tiere fern. Okay. Naja, dann wären wir ja mal in der Zukunft mal fertig. Dann würde ich mal sagen, beenden wir mal den zweiten Kapitel schnell noch. Nehmen wir eine Abkürzung. Dumm bin ich eigentlich auch. Wieso bin ich eigentlich nicht durch Hilfe von Bewegen in das Verlies gegangen? Weil da wäre ich sofort im Verlies drinnen gewesen. Also im Spiel heißt es halt Verlies auch. Da. Speichern. Und los geht's. Und schon wieder habe ich nicht nachgeschaut. Na egal. Ist doch egal. Hauptsache ich habe wenigstens einen dritten Orden, weil aus Orden kann man sich auch was kaufen. Das ist der Grund. Und den Regen... Ah, nein, das wollte ich nicht. Aber einen Regenbogen wollte ich fotografieren. Da ist ein kleiner Sumpf, er hat etwas Geheimnisvolles, ja. Viereck, da brauche ich einmal den Lafresia-Samen, sieht aus wie ein Pfirsichkern. Einer von wenigen Pflanzen, die nur im Wasser so wächst. Aber wie gesagt, einer von wenigen. Gut, da wäre der Sonnentor. Dann kann es ja schon losgehen. Stimmt, ich brauchte ein Foto von der größten Blume.
Na okay, das ist wirklich eine ungewöhnliche große Pflanze. Is this a flower? It's huge. Meine It's a Worte. Lafretia. Ein Foto der größten Blume, am besten von der besten Aussicht aus. Nein. Hoppla. Falsch. Okay. Vielleicht schrumpft die ja noch zusammen. Entschuldigung, zusammen meinte ich. What do you Hin und think wieder these rede are? ich halt in Dialekt. Was, Are also, you gonna touch it? Ew, don't do that. It's fine, I'm sure. These petals are huge. Actually, they're kind of gross. Look! tja, und jetzt kommt der Boss. Aber eigentlich sehr leicht zu besiegen. Regenbogenschmetterling, legendäres Wesen. That's the rainbow butterfly. Wow, sie bewegt ihre Lippen. Worte kommen aber erst sehr spät. It's coming! Muss sie aber sehr die Sprache verschlagen haben, sie zu sehen. Out of the blue? What'd we ever do? Irgendwas muss man da noch mal am Anfang tun, bevor man den Regenbogenschmetterling angreifen kann. Genau. Ja, das war etwas knapp. Weil ich jetzt kurz auf den Angriff aus war ich jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, konzentriert gewesen. Zwar nicht auf den Boss, sondern eher, ich weiß nicht, was das darstellen soll. Gut. Der Schmetterling wurde zu 7 Schmetterlingen. Du kannst sie dir nacheinander vornehmen. Tja, aber nur in der richtigen Reihenfolge. Ich muss mich aber denen anschleichen. Rot ist die erste Farbe. Was soll Rot darstellen? Schmetterlinge sind schreckhaft. Wenn du dich nicht anschleichst, entkommen sie. Na okay, das wird nix. Aha, Boss haben eine eigene Markierung. Erwischt. Etwas anfüllen. Jetzt jetzt spiele ich aber sowas von schrecklich. WTF, ernsthaft. Peinlich.
Was, wenn ich mich blockend so, ist das hier anschleichen? Was, das verfolgt sogar den Gegner. Lass mich so spielen. Ernsthaft. Normalerweise ist das sehr einfach. Ich frage mich, warum das Anschleichen nicht so plötzlich funktioniert. Wer, ich muss jetzt die ganze Zeit so gehen. Naja, war auch etwas knapp gewesen. Jetzt kommt dunkelblau und dann lila. Auch wenn es aussieht wie rosa. Gut. Mich wundert gerade was anderes, dass das sich so lange zersplittern lässt, also in zersplitterten Zustand lässt. Gut. Das war der Boss, wie gesagt, eigentlich einfach. Entschuldigung, weil ich jetzt etwas so lächerlich gekämpft habe. So you're the ones that stopped me. Thank you. Are you the one that they call Holly? That's right. Holly is the name I went by as a human living among the little folk. So that means your real form is the rainbow butterfly? Why did you appear to the Furbits in human form? Well, you see, I wanted to thank them. Okay. Thank them for what? Originally, I too was a tiny butterfly. Once, when I still wasn't used to flying through the forest, I got caught in a huge spider web. I couldn't get out of the web no matter how much I struggled, so I just took a deep breath and resigned myself to my fate. Just at that moment, some Furbit folks came by and released me from the web. I was free. I flapped my wings with all my might and returned to the sky. They were waving as I flew Ja, off. das ist schon nett They von had denen. saved my life, you see. My 7 saviors. Wie gesagt, genau dasselbe wie bei Schneewittchen und die The 7 years Zwerge. passed. I grew and matured as a rainbow butterfly. As a monster too, I found myself with plenty of magic powers. I used my powers of transformation to assume human form and approach them. I had wanted to give them something as a sign of my gratitude. But while I was living among them, I realized that the time I spent with them was more precious than anything. Before I knew it, I found myself wanting to spend the rest of my life as a human. Then why'd you disappear? The Furbits really miss you. Oh, that. There was sort of, an accident. A great, dark force from somewhere began to affect me. I was a monster, after all,
And so this force awakened the powers of my original self buried deep within. I came to realize that I could never suppress the dark stirrings in my heart. There was nothing I could do but quietly leave their company. Also, in anderen Worten, sie wurde kontrolliert von Griffin. I've been hiding out in these woods, doing all I can to gain control of myself again. But the dark force got the best of me, and I was just a mindless monster when I attacked you. So that's what happened, huh? I can't go back to my old friends anymore. Would you please give them this letter? Okay, I'll be sure to give it to them. Grün-blauer Umschlag gehalten. Grün-blau? Wo sehe ich hier bitte schön blau? Perhaps the dark Sind die force that farblich? controlled me is what you'll be fighting from here on. It's an incredibly fearsome power. You must not lose against it. Please, win back our world. Well, I should be on my way. Goodbye. Let's try to get to Jurak. Okay. Tja, das war der Boss der Regenbogenschmetterling. Zwar ein Witz, aber egal. Noch nicht. Ein Foto will ich noch machen. Ah, jetzt erzählt es. Ein Foto von der Knospe hätte ich auch gebraucht, das habe ich aber vollkommen vergessen. Falsche Seite. Mit Jurako rede ich noch. Zukunft wurde geändert, vielleicht geschieht etwas. Habe ich recht gehabt mit die 70 oder 75? Genau. Nun geht es ab, heißt es ab in die Zukunft. Für 100 Jahre. Gut, der Regenbogenschmetterling ist weg. Und im Gegenzug verlange ich jetzt noch was dafür von ihm. I remember about Griffin. Okay, You do? Tell us about dann him. spuck's aus. Griffin does not exist in our time. He shows up just a little in the memories of our distant ancestors. Seems he likes flowers. Huh? Flowers? That's what I remember anyway. I don't quite know the details. But Griffin was around in ancient times. He is sending some strong otherworldly powers into the present. He's controlling a lot of things. So Griffin is controlling the monsters in this era from ancient times. Which means his world is that of the distant past. That's Jetzt right. kommt der So Schmäh. Jurak, how far back Wie in the past is weit, Griffin? wie viele Jahre er in der Vergangenheit liegt.
Ich fühle mich gerade so You might dermaßen want to ask verliebt. Crest for the details. Crest? Crest, the great sage, the greatest and wisest sage of all in my era. With the moon crystal, he can use vast astrological powers. He can see everything that happens in the world. Well, let's go and see him. Yes, good idea. But it's not that easy. Huh? Crest's origin point has been erased too. Na super, mehr aufbearbeiten. That's not a problem. We have the Carpenterian, right? Let's just revive Crest's origin point as well. Yes, exactly. Crest's origin point is the holy ground of Balance Valley. In the future, a great temple will be built there. That's where all the sages will gather. So that's where Crest will be. Let's get going. Gut. Weiter geht's bei Kapitel Hello, 2 everyone. mit Quest. How are you? This is Holly. I'm sorry to have left you so suddenly, but I have reasons that prevent me from staying with all of you. You might Den already Grund have kenne an ich schon idea of wieder. what those reasons are. But for me, the time we spent together was truly wonderful. Holly! Farewell, everyone. Jetzt geht ein Stay Freund happy and gerade healthy. online, na super. You will always be my one and only family. Mir macht's zwar nichts aus, aber mich stört nur, dass er dann seinen schwarzen Balken dann immer so sieht. Ja super, jetzt weinen die alle. Holly, how could you? How foolish of you. Human or butterfly, it doesn't matter. Holly's just Holly to us. You knew? Of course I knew. I could tell she wasn't human just by her scent. But if Holly chose to approach us as a human, that was perfectly fine too. We don't care so much for outer appearances anyway. By the Das way, ist immer Monica, wichtig. Niemals auf das Äußere achten, das stimmt. we want to go with you two on your journey. What do you think? Also mir macht's Really? You nichts want aus. to? Of course. With your help, we'll be able to put the world back to normal in no time. And so, our adventures in the forest came to an end. Holly, the mysterious woman who got lost in the forest, wasn't you, Mother. But for some reason, I wasn't surprised. I always felt you'd be at the end of this journey. Jetzt hängt's kurz. Just Na, about then, Spaß. Borneo and the others Es finished ladet clearing the nur. rock from the Es hat tracks so eine the train komische could Art und move on Weise zu again. laden. We set our sights on Balance Valley. Schwebetal, genau, das ist dann das nächste Reiseziel. Aber die Gegner hier sind auch nicht ganz ohne. Meistens gehen mir hier sogar schon die Reparaturpulver aus. Gut, aber von hier aus will ich mich gerne will ich mal abspeichern. Tja, das war's einmal halt von den Part. Es war halt, ich bin zwar ein paar Mal gestorben beim Boss, aber das ist ja eigentlich egal. Hauptsache, ich habe ihn besiegt. Das ist das Wichtigste. Der zweite Kapitel ist eigentlich von hier aus zu Ende. Nein, eigentlich nicht wirklich, aber für mich ist er schon zu Ende. Also sehen tun wir uns danach halt wieder
morgen oder wieder am Montag. Samstag ist halt so wie immer nur ein Wahltag von mir selbst. Aber da kommen halt die Videos meistens in später Uhrzeit, so 7, 8, 9 Uhr, vielleicht sogar 10 oder 11 Uhr. Da, wie gesagt, da kommt es meistens sehr spät, aber ich schaue, dass ich so früh wie möglich mache. Also um 6, 7 Uhr so ungefähr. Wenn halt am Samstag kein Video kommt, sehen wir uns wieder am Montag. Also, wenn es euch trotzdem gefallen hat, würde ich mich auf einen Daumen hoch freuen. Abo wäre auch nicht schlecht. Dann sehen wir uns halt morgen oder am Montag. Tschüss, Baba und falls nicht.